Für mich ist der Reiz, mit dem Auto an der Rallye teilzunehmen und nicht die Rallye an sich. Da ich in meiner Arbeit neue Nutzfahrzeuge fahre, finde ich es einfach toll zu sehen, wie fuhr sich so ein Ding vor 40, 50 Jahren. Es war einfach die Idee, mal mit einem Auto zu fahren, was nicht irgendwie in zigfacher Ausführung hier mitfährt, um mal zu zeigen, dass es in diesen Zeiten, in denen die Autos gefahren sind, natürlich auch Nutzfahrzeuge gab. Und inzwischen natürlich ist es für mich schon witzig, in Autos zu fahren, die so alt sind wie ich. Das ist ein irres Gefühl und ich habe dadurch auch das urtümliche Fahren wieder entdeckt. Man hört, was das Auto macht, man spürt es, man hat keine Servolenkung, das heißt, man ist selber die Servolenkung. Und ja, also es ist einfach alles viel direkter und ich würde sagen, es ist ja, wirklich ein sehr, sehr ehrliches Fahrgefühl. Dieses Auto haben wir 2011 gefunden. Das war mal ein DHK-Auto. Und dann haben wir aus Ermangelung von Ersatzteilen, die es ja nicht mehr so gibt, dieses Auto aus 3 Autos auch wieder neu aufgebaut. Das war ein Midsize-Van, wie wir ihn eigentlich heute auch kennen. Und robust ohne Ende. Die Dinger waren bombproof, nicht zerstörbar. Das war praktisch Handwerkerauto, weil hinten eine flache Ladekante ist und kein Motor drin steht, wie beim Hauptkonkurrenten. Und diese volle Ladelänge hat man nur, wenn man Frontantrieb hat. Wie gesagt, ich bin schon vielen alten Autos gefahren, sehen toll aus und fahren sich mit Mühe und mit Kraftanstrengung. Dieser hier fährt sich eigentlich ganz alltäglich.